Triggerwarnung. In diesem Film geht es auch um das Thema Mobbing. Wenn dich das triggert, schau dir dieses Video nicht oder nicht alleine an. Informationen zu dem Thema und Hilfsangebote findest du in der Infobox. Frauen können nicht rappen, was macht sie hier und nicht in der Küche, so kriegst du keinen Mann mehr ab, solche Sachen. Also die Schulzeit war für mich halt super schwierig, weil ich nicht wirklich Anschluss gefunden habe in der Community, in der ich groß geworden bin. Ich komme aus Bayern und Bayern ist nicht das weltoffenste der Bundesländer und dann halt auch noch in Bayern von einem 1200 Einwohner-Dorf. Also alles irgendwie sehr klein. Ich habe viel geprügelt als Kind auch, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mich wehren soll. Ich habe aber auch immer meinen Eltern und allen Leuten gesagt, so, hey, ich kann halt nicht, ich werde ständig beleidigt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Antwort war halt dann, dass ich zur Schulpsychologin geschickt wurde, wo ich dann so Plakate malen musste, wo ich dann draufschreibe, was ich antworten kann, wenn die mich dumme Kuh nennen oder so. Dann musste ich sagen, ja, ich bin keine Kuh, weil ich mache nicht Mu und ich kann nicht dumm sein, weil ich bin auf dem Gymnasium. Und das war dann so der Weg, um die anderen Kinder dazu zu bringen, aufzuhören, mich zu mobben. Aber ich weiß noch, dass ich auf das Foto auf jeden Fall mega stolz war. Weil ich mir so dachte, so wow, so schön hast du noch nie gelacht in deinem Leben. Und ich habe jahrelang versucht, das irgendwie wieder so zu machen. Ich habe es nie hinbekommen. Ich habe auch komplett nur die Message bekommen, dass ich das Problem bin und dass ich mich ändern muss und alle anderen haben recht quasi damit, dass sie mich beleidigen, weil ich nicht so bin wie sie. Ich fand früher Rap sehr uncool, als mein Bruder das gehört hat. Und dann bin ich 18 geworden und aus der Schule raus und so. Und dann fand ich es irgendwie deutlich cooler. Und dann wollte ich mit Rappern abhängen. Und ich dachte, der einzige Weg, um mit Rappern abzuhängen, ist Rapperin zu werden. Ich habe am Anfang viel mit Kumpels Musik gemacht und die hatten aber eben auch so Sessions, wo die gesagt haben, nee, da darf ich halt nicht hin, weil ich eine Frau bin. Und das waren keine super sexistischen Typen oder irgendwelche Macho-Männer, sondern es waren meine Freunde, die gesagt haben, nee, das ist einfach ein Jungsding. Und dann, wenn man denen dann irgendwie entgegenschreit, das ist aber Sexismus, kommt so, nee, das hat ja gar nichts mit zu tun, das ist einfach was anderes. Wir können nicht so Jungs sein, wenn eine Frau dabei ist und so. Und das ist dann halt schon zeitweise sehr verletzend gewesen. Junge, in meinen Kreis kommst du nicht rein, ja, denn alle meine Girls wissen lange schon Bescheid. Ich krieg sehr, sehr wenig Hate für meine Musik. Ich krieg wirklich sehr viel mehr Hate für meine Person. Da ist viel mit eben, Frauen können ja gar nicht rappen. Was macht sie hier und nicht in der Küche? So kriegst du keinen Mann mehr ab, solche Sachen. Und das ist schon ein sehr spezifischer Frauenhate, wo ich mir dann auch denke, so, schämst du dich da nicht für, so 2021 so ein Bullshit zu sagen? Ich will keinen Mann, ich will mein Geld selber behalten. Ich will ihm gar nichts kaufen. Seit ein paar Tagen sind meine Kopfhörer kaputt und wie soll ich dann durch die Stadt auf einem Takt laufen? Und seit ein paar Tagen fehlt mir total schnell die Luft, auch meine Lunge wächst, wenn ich mir Kram kaufe und Zucker saufe. Und seit ein paar Tagen kann ich nur noch atmen, wenn ich weiß, dass es dir gut geht. Generell ist mir das als Kind relativ oft aufgefallen, dass sobald die Bezahlung hochgeht, geht auch der Männeranteil hoch, egal worum es geht eigentlich. Ich habe das einfach nicht in meinen Kopf gekriegt, weil Singen für mich was so krass Weibliches war. Also wir waren ein bisschen langsam, glaube ich, noch. Ich glaube, die Bar muss
flotter gehen. Ich glaube, auf der Bahn muss das Tablet schon sein. Ich wollte früher immer zu DSDS. Und dann hat irgendwie Alexander gewonnen und dann kam die zweite Staffel und das war, glaube ich, auch ein Typ. Und die dritte Staffel und das war auch ein Typ. Und ich wurde jedes Mal einfach nur saurer, weil ich mir so dachte, so ja, aber dann kann ich ja gar nicht. Wenn ich überall nur Typen sehe, dann machen das anscheinend nur Männer. Und dann ist das wie dieses Gefühl halt in der Schule, wenn alle gegen dich sind und du bist die eine Partei, die das irgendwie so aber sehr glaubt, dann bleibt das ja auch nicht lange so, sondern dann fängst du an, dich zu hinterfragen und dann ja, checkst du das halt einfach nicht mehr so, dass das trotzdem geht. Mit meinen Gedanken allein sein, nein danke. Sag mir, wie lange muss ich noch? Mit meinen Gedanken allein sein, nein danke. Ich glaube auf jeden Fall, dass es weibliche Vorbilder braucht. Ich glaube, wenn man ständig sieht, dass Frauen Erfolg haben und Frauen das machen können, was man eigentlich machen will, dann ist das sehr viel realistischer, dass man sich selber in dieser Position sieht. Ich finde es immer irgendwie unangenehm zu sagen, ich stehe für Feminismus, weil das für mich einfach eine Selbstverständlichkeit ist irgendwie. Also ich stehe halt für mich. Und um für mich in dieser Szene einzustehen, muss Feminismus angewendet werden.